Die Geschichte von Lego beginnt im Jahr 1932, als Ole Kirk Christiansen in Dänemark ein Unternehmen zur Herstellung von Alltagsgegenständen gründete. Ole stellte die Produkte aus Holz her. Zunächst brachte das Unternehmen hauptsächlich Gewinn mit Leitern und Bügelbrettern, deren Nachfrage während der weltweiten Finanzkrise stark zurückging. Heute wird Lego eindeutig mit den berühmten Bausteinen in Verbindung gebracht, aus denen man vom elektronischen Roboter bis hin zu einer ganzen Stadt alles bauen kann. Heute erzählen wir diese erstaunliche Geschichte des Baukastens. Na dann, lass uns anfangen! Alles begann noch vor dem Krieg in der kleinen dänischen Stadt Billund, wo sich heute noch der Hauptsitz von Lego befindet. So beginnt die Lego-Geschichte der Marke. Im Jahr 1916 beschloss der 25-jährige Zimmermann Ole Kirk Christiansen, sein eigenes Geschäft zu starten und kaufte eine kleine Werkstatt, in der er Fassadenschmuck und Möbel herstellte. Sein Geschäft lief ziemlich erfolgreich, viele Jahre. Er überstand einen schweren Brand im Jahr 1924, aber die große Depression überlebte er nicht. Zu Beginn der 1930er Jahre gab es keine Freier mehr und die Familie Christiansen saß auf Frauen herum. Es wurde klar, dass man mit der Möbelproduktion nicht über die Runden kam und man auf bescheidenere Projekte umschwenken musste. Und so wurde im Jahr 1932 eine Werkstatt gegründet, die im Laufe der Zeit zu einem der bekanntesten Spielzeughersteller der Welt wurde. Die Christiansen-Werkstatt begann, Spielzeuge herzustellen, Holzschweine, Enten, Autos und kleine Häuser. Zunächst arbeiteten nur 3 seiner ältesten Söhne zusammen mit Ole Kirk, aber später wuchs die Werkstatt auf 7 Mitarbeiter an. In der Werkstatt wurden auch einfache Geräte wie Gartenleitern und Bügelbretter hergestellt. Im Jahr 1934 erhielt die Werkstatt ihren modernen Namen. Christiansen schwankte zwischen mehreren Optionen, unter anderem wollte er die Firma Legio nennen. Von Lego of Toys, Legion der Spielzeuge. Aber letztendlich nannte er es Lego, abgeleitet vom dänischen Leggot, was so viel wie Spielgut bedeutet. Im Jahr 1935 kamen auch die ersten zusammenbaubaren Holzspielzeuge ins Sortiment. Während des Krieges hörte die Werkstatt nicht auf zu arbeiten, obwohl sie 1942 während eines Luftangriffs komplett niederbrannte und von den Arbeitern wieder aufgebaut wurde. Von vorne. Und schon im Jahr 1946 traf Ole Kirk eine bedeutende Entscheidung für das Unternehmen. Er kaufte eine Spritzgießmaschine für Kunststoff, anders gesagt, eine Thermoplastmaschine, die in der Lage ist, Kunststoffteile unter Druck zu gießen. Sie kostete 30.000 dänische Kronen, bei einem Jahresumsatz des Unternehmens von nur 450.000. Aber wie sich herausstellte, war das der beste Schritt von allem Möglichen. In den 1940er und 1950er Jahren war das Sortiment von Lego riesig, unterschied sich aber insgesamt nicht von dem Sortiment anderer Spielzeugfirmen. Die hatten eine Holz- und Kunststoffproduktion. Der Wendepunkt in der Produktion des Baukastens kam, als Ole sich für die Muster interessierte, die der Hersteller der Spritzgießmaschine zusammen mit dem Gerät geschickt hatte, um die Möglichkeiten der Maschine zu demonstrieren. Diese Muster waren blockierende Kunststoffwürfel, die in Großbritannien erfunden wurden. Im Jahr 1947 wurden sie von der Firma Kidde Kraft nach Entwürfen eines Kinderpsychologen hergestellt. Die Befestigung der ersten Muster war allerdings ziemlich schwach und es war nicht gerade einfach, die Würfel zu einer stabilen Konstruktion zu verbinden. Die Eigentümer von Lego erkannten das Potenzial des Baukastens und starteten ihre eigene Linie von Kunststoffsteinen, jedoch bereits mit einer verbesserten Befestigung. 11 Jahre lang erweiterte das Unternehmen sein Sortiment, versuchte neue Elemente zu schaffen und führte Kunststoffwürfel ein. Und im Jahr 1953 wurde die Produktionslinie für Lego-Würfel gestartet. Die ersten Sets wurden einer nie dagewesenen Kritik ausgesetzt. Man sagte, dass es uninteressant sein würde und dass Plastik nicht langlebig ist. Aber die Familie Christiansen gab nicht auf und entwickelte ihre Kapazitäten zu einem Unternehmen von internationalem Format, mit weltweiter Popularität und Anerkennung. Neben den automatisch zusammensteckbaren Teilen entwickelte das Unternehmen auch sein eigenes Spielsystem. Ein bestimmter Satz von Teilen ermöglichte es, einen Teil einer eigenen Geschichte zu erstellen. Ein Haus, ein Auto, ein Schiff. Mit jedem Jahr wurde das System komplexer und interessanter. Es kamen neue Elemente, Figuren, Charaktere und Tiere hinzu. Vielleicht ist das der Grund, warum das Spielen mit dem Lego-Baukasten nach wie vor nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene jeden Alters begeistert.
Man kann sagen, dass die Hauptformel für den Erfolg des Baukastens Einfachheit plus Universalität gleich unendlichen Möglichkeiten ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Beispielen ist die Firma Lego nach wie vor ein Familienunternehmen. Und heute ist sein Enkel Kjeld Kirk Christiansen der Kopf des Unternehmens, der weiterhin Klassiker unter Berücksichtigung der Modetrends schafft. Natürlich haben wir bei weitem nicht über alle Etappen in der Geschichte von Lego gesprochen. Alles, was jemals zum ersten Mal war und jedes der Elemente, die in modernen Baukästen verwendet werden, hat jemand erfunden, jemand hat es verbessert, jemand hat es verändert. Heute gibt es im Lego-Universum Dutzende von Welten, Hunderte von Sets, Tausende von Charakteren und das Unternehmen hat auch mehrere Serien von Baukästen im Angebot. Lego oder Lego-System. Es gibt Unterserien Burgen, Städte, Weltraumreisen, Piraten. Es gibt spezielle Modelle, die beliebten Charakteren gewidmet sind, wie dem Film über Harry Potter, der Saga, Star Wars und vielen anderen. Die Trema-Linie für Neugeborene. Für Vorschulkinder gibt es Lego Duplo. Die bunten Würfel liegen gut in der Hand, man kann damit spielen, bauen und die Welt entdecken. Snappy ist eine weniger bekannte Reihe von Baukästen, die sich vom klassischen Modell unterscheidet und optimal für den Bau von Brücken und originellen Überdachungen geeignet ist. Die modernsten Varianten sind Technik und Mindstorms. Damit kann man seinen eigenen Roboter konstruieren und programmieren. Ein besonderes Merkmal der Baukästen ist die Verwendung einer speziellen Hochpräzisionstechnologie. Dank derer passen Teile verschiedener Art perfekt zusammen und man kann damit alles Mögliche bauen. Die Geschichte der Entstehung des Lego-Bausatzes. Es war ein langer und steiniger Weg, den das Unternehmen erfolgreich gemeistert hat. Heute gehört das Unternehmen zu den Top 10 der beliebtesten Spielzeughersteller. Seine Produktionsstätten sind auf mehrere Länder konzentriert, aber die größte Produktion befindet sich in Billund, Dänemark, wo alles begann. Heute werden in diesem Lego-Werk über 60 Tonnen Kunststoff pro Tag verwendet, um jährlich 21 Milliarden qualitativ hochwertiger Teile herzustellen. Teilt in den Kommentaren, wer wie die meisten Kids Lego liebt. Oder vielleicht hatte es jemand nie. Es wird interessant sein zu lesen, wie viele Fans dieses Bausatzes wir haben. Das war's von uns. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Abonniert den Kanal, um keine neuen interessanten Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.